Lieber Dirk, du hast dein Apartment, die haben unser Angebot so angenommen, wie wir es dann doch nochmal kommuniziert haben. Und ab 1. November hast du dein eigenes Apartment mit Privatstrand in Dubai. Good morning in the morning. Heute bin ich mit Daniel unterwegs. Es gibt zwei Gründe. Der eine Grund ist, ich suche ein neues Zuhause in Dubai. Und er zeigt mir ein paar Objekte und Stadtteile, in denen es sich gut leben lässt. Stadtteile, wo er sagt, die passen zu mir. Wobei passt zu mir. Ich hätte ja gerne auf der Palme oder so, also so mit Privatstrand, dass ich morgens schwimmen gehen kann, morgens paddeln gehen kann, das wäre schon cool. Also Downtown habe ich mir schon mal angeguckt, das ist mir zu laut, also lieber ans Meer, direkt ans Meer. Also er zeigt mir heute ein paar Objekte und wir nehmen heute YouTube-Videos auf. Schließlich ist er im Juli von 6.500 Immobilienmaklern in Dubai die Nummer 1 gewesen. Er ist ja erst 2,5 Jahre im Business hier in Dubai. Er ist schon länger in Dubai, ja, aber erst 2,5 Jahre und da die Nummer 1 werden, bei all den Etablierten, das ist schon sehr, sehr cool. Und deswegen interessiert mich natürlich, was macht ihn aus, dass er die Nummer 1 ist. Gut, ich war mit ihm jetzt schon Abendessen, ich war mit ihm schon 2 Tage unterwegs, schon im Februar, als ich hier war. Und er kannte mich auch vorher schon, ne? Er hat vorher schon meine YouTube-Videos geguckt. So, jetzt kann ich natürlich sagen, ja, logisch, dass der zum erfolgreichsten Makler wird, wenn er vorher meine YouTube-Videos guckt. Also lohnt sich, ne? So, jetzt gehen wir los. Ich fahre mit dem Taxi zum ersten Objekt, da treffen wir uns und dann geht die Tour weiter. Pi mal Daumen 6 Stunden. Also heute ist Sonntag. In Deutschland wäre jetzt ein freier Tag. In Dubai ist das ein ganz normaler Arbeitstag. So, von daher einen ganzen Tag ist Daniel mit mir unterwegs, um das richtige Objekt für mich zu finden. Wir lassen uns überraschen und ich nehme dich mit. Nicht weit weg, 13 Kilometer, 14 Minuten zu fahren. Das sieht nicht nach Strand aus, aber wir gucken uns das an. Es wird definitiv irgendwann mal ein Buch geben von mir zum Thema Taxifahren. Meine Erlebnisse mit Taxifahrern. So wie ich immer das Buch vorstelle beim Empfehlungsmarketing. Wie heißt das jetzt? Habe ich schon lange nicht mehr erzählt. Ja, beim Empfehlungsmarketing erzähle ich immer eine Geschichte über einen Taxifahrer, der mich mal vom Düsseldorfer Flughafen in die Innenstadt gebracht hat. Der hat das so geil gemacht und der hat ein Buch über seine Fahrgäste geschrieben, was er erlebt hat. Und ich kann ein Buch schreiben über Taxifahrer und was ich erlebt habe. Ich habe mit jemandem gesprochen, der sagte, ja, Dubai ist teuer und du musst hier viel arbeiten. Die Leute arbeiten hier viel. Und das ist auch spannend. Die Leute, die ich hier kenne und erfolgreich sind zum Beispiel blass wie im deutschen Winter. Wo ich denke, jeden Tag scheint hier die Sonne. Warum seid ihr nicht in der Sonne? Warum seid ihr nicht knackebraun? Aber ich bin jetzt auch schon eine Woche hier und ich war noch nicht einmal am Pool. Also zum Sonnen am Pool. Nicht einmal. Weil es einfach zu viele andere Sachen gibt, die wichtiger sind, als sich mit einem Buch an den Pool zu legen. Hammer. Also sehr, sehr inspirierend. So, jetzt bin ich in der ersten Location angekommen. Das ist im Businessviertel. Hier sind die ganzen Banken und es ist ein Apartmenthaus, also relativ kleine Lobby hier. Genauso wie bei uns im Accenter-Haus. Und jetzt warte ich auf Daniel, der müsste jeden Moment kommen. Und dann fahren wir hoch und gucken uns, ich glaube, ein Penthouse an. Jetzt geht's los. Daniel ist da und hat noch seinen Assistenten mitgebracht. Das ist der im blauen Anzug, den Kameramann. Und jetzt werden wir hochgebracht. Thank you very much. So. After you guys. That's the...
das halbe Floor, ne? That's the half floor. This is a half floor. Every apartment has two kitchens, a light kitchen for light entertainment, but all the important things like wine cooler, etc. here, and then a heavy-duty kitchen at the rear. It's not about the number of bedrooms. People define apartments by it's a 2-bed, a 3-bed. If you did the same by cars, you'd say, oh, that Ferrari, it's terrible, it's only got 2 seats. You know, it's not about seats, it's not about bedrooms, it's about space, and it just happens to have 2 bedrooms. So 3 would be too squeezed as well. yeah, a terrace you could comfortably get 10 people for dinner on. So we have a marina coming down here soon. So if you have a boat, you'll be able to access it. In fact, we keep a boat just on the other marina. Yeah? The running track around there, yeah? Yep, that goes all the way to the sea. To the sea over there. Yeah. Just 1 kilometer? 3 kilometers? About 3. So this is this goes through to the master suite, and this is basically a sliding wall, so you can be very private, or you can walk around in your underwear. So master bedroom. So master bathroom, shower, and then gentleman's dressing room through here, with a little bit of a study at the end. You've got the view. The canal. Das ist nur der halbe Floor. Wenn du den Full Floor siehst, dann ist es Riesig. ja. Das ist jetzt für die Maid, das ist für ja, die Haushaltshilfe, das ist ihr Bereich. Klein, aber auch gut. Und der Ausblick. Es gibt Half Floor und Full Floor, das ist jetzt Full Floor. Arbeitszimmer. Das ist ein Arbeitszimmer, oder? Half Floor, also 2 Bedrooms, $5 Millionen. Full Floor, 5 Bedrooms, $10 Millionen. Sehr, sehr geil. Hast du was Sehr Schönes cool, ne? ausgesucht? Ja. Habe ich gewusst, dass dir gefallen. Ich cool. liebe es auch. Also es ist eines der fantastischsten Developments hier in Dubai. Einfach, man ist sprachlos, wenn man hier drin ist. Ja? Die Aussicht, die Location, die Qualität, die Steine, dass die hier diesen Aufwand betrieben haben. Die haben 400 Jahre alte Olivenbäume rausgeholt, die haben Limestone aus Portugal, den teuersten, rausgesucht für den Boden, für die Wände. Das ist der absolute Hammer. Ja, Wahnsinn. Onyx Stone in der Küche. Findest du sowas? Ja, geil, auch noch beleuchtet, ne? Auch noch beleuchtet. Das ist nur eine von 2 Küchen, ne? Die andere ist nach hinten dran. Ja. Das ist nur zum Showen. Also es ist keine zum Kochen, ne? Zum Kochen, die sehen anders aus. Show Kitchen. Yes. Und der Balkon ist natürlich auch mega. A hopeless little dream like that comes true. If you Ja, Wahnsinn. Wahnsinn. hang on to each caress. So, nehmen wir mal die anderen Räume. Gut, das ist so wie bei dem Two-Bedroom. Aber hier kannst du natürlich mit einer großen Familie auch wohnen. Ne? Hier kannst du echt die ganze Family unterbringen. So, Ladies. Der Ladies-Kleiderschrank. Aber das ist so wie oben. Das ist jetzt gleich hier.
Da ändert sich nicht mehr so viel. Nein, das ist genau gleich. Der Teil hier. Das sind halt die Show-Apartments, ne? Das sind die Showrooms, die sind komplett eingerichtet. Aber wenn du sowas hier kaufst, dann kannst du das natürlich individuell dir einrichten, wie du es haben willst. Wobei es gibt natürlich auch Menschen, die sagen, ich habe überhaupt keine Zeit, mach es mir schön, ich nehme es so, wie es hier ist. Auch gut. Jeder ist anders. Ja, Küche, das ist ganz wichtig zu wissen bei diesen Apartments. Du kochst hier nicht selber. Entweder du hast eine Maid, die für dich kocht und putzt und alles macht für dich, oder du hast unten einen Koch. Unten auf der 2. Etage gibt es eine Küche mit 4 Köchen und da kannst du natürlich alles bestellen. Es gibt einen separaten Aufzug nur für das Essen, nur für, wenn du dir was liefern lässt. Und bei liefern lassen ist jetzt nicht eine Pizza gemeint. Ne? Bei liefern lassen ist gemeint, dass du sagst, so, ich hätte jetzt gerne große Portionen Sashimi. Und dann wird diese Portion Sashimi entsprechend mit dem Aufzug hochgebracht. Und dann klopft es an der Tür und dann hast du dein Sashimi. Also nicht irgendwie im Internet mit einer App irgendwas bestellen, sondern kurz anrufen, sagen, was du haben willst. Es gibt auch keine Karte. Also du kannst nicht sagen, ich hätte gern Artikel 1 und 2 von der Karte. Sondern fünf Schlafzimmer. Sondern du bestellst halt, was du gerne haben möchtest, ne? Und dann machen die dir das. Wenn du sagst, oh, ich möchte jetzt Spaghetti Bolognese haben, dann kriegst du Spaghetti Bolognese. So. Auch anders. Wir sind gerade aus dem 2-Bedroom-Apartment rausgekommen und dann hat die Putzfrau... Das ist jetzt die Arbeitsküche. Hier wird wirklich gekocht, aber eben nicht vom Eigentümer, sondern hier kocht dann die Maid. Ja? Das ist der Raum für die Maid. Und das ist natürlich ausgerichtet nicht für einen 2-Personen-Haushalt. Ne? Ja, komm raus aus dem Apartment in den Flur, wo es dann zum Aufzug geht. Und da wurde gerade frisch gewischt und der Geruch von dem Wischwasser ist genau wie der Geruch, nicht wie der Geruch, der Duft in einem Spa, wenn du da reinkommst, so erfrischend, so wow, ätherische Öle, wow, sehr, sehr geil. Ja, so viele Details. Ja, hat Daniel was Schönes ausgesucht. Das Große ist es definitiv nicht, das Kleine finde ich schon cool. Das Kleine ist schon cool. Aber ja klar, du hast einen Pool, du hast ein Gym, du hast Meetingräume, du hast ein Home Cinema. Du kannst, wenn du ein Boot hast, rausfahren mit dem Boot. Es gibt eine Laufstrecke, 3,5 Kilometer direkt zum Strand. Geht auch. Hier an der Marine entlang. Ja, paddeln würde auch gehen. Ja. Zur Not kann man auch 3,5 Kilometer bis zum Meer rauspaddeln. Ja. Und das Morgenritual, eben der Sprung in den Pool, ist auch gegeben. Also es würde schon passen. Aber er hat ja noch mehr Objekte. Also es würde schon passen. Ist schon geil. Schon sehr, sehr geil. Das war das erste Objekt. Jetzt fahren wir zum zweiten Objekt und wir haben jetzt hier schon 1 Stunde Videos aufgenommen. Sehr spannend. You first? Ja, ihr werdet bei YouTube unser Ergebnis sehen. Mega, mega spannend. Ganz wichtige Kernaussagen drin. Lohnt sich total. So, this way. Thank you. Bye bye.
30.09. 30.9, ne? Wisst ihr, was der Hammer ist? Der Hammer ist, wir beide haben das gleiche Sternzeichen, weil wir am gleichen Tag Geburtstag haben. Wie viel Uhr bist du geboren, weißt du? 20:48 Uhr. 20.48 Uhr. Gut, ich bin der Ältere, ich bin um 2.30 Uhr in der Nacht Und noch geboren. 2-3 Jahre früher. Ja, stimmt, richtig, ja, das war jetzt. Da habe ich schon nicht mehr dran gedacht. Okay, geil. Die nächste Villa, wo wir hingehen, ist auch ein Träumchen, sage ich dir. Ist auch geil, es zu zeigen. Und der hat gemeint, ich habe einfach die Tür offen gelassen, da ist ein Security Guy, bewegt euch frei, wie ihr wollt. Das ist auch ein ziemlich cooler Typ. Die wollen dann alle so ein bisschen Profil haben, ja, wer kommt da, was wird da gezeigt. Ich habe denen natürlich gesagt, dass du halt jetzt nicht irgendwie so einen Schminktipp-Blog hast oder sowas, sondern halt wirklich Business People und Entscheider und CEOs und ja. Und das ist direkt am PGA Golfkurs. Ja, du hattest doch jetzt bei Instagram auch eine Interviewserie drin. Genau. Ja, das ist cool. Genau, das war durch diesen Award, den ich da bekommen habe. Ich meine, der wird ja monatlich vergeben, ja. Und natürlich keiner schlachtet den so aus wie ich. Was ja auch wieder so eine Sache ist, ja, ist ja schön blöd, ne? Weil eigentlich ist es ja der Kundenmagnet hoch 10. Ja, natürlich. Weil die Leute wollen ja mit dem Experten und mit dem Geilsten arbeiten, ja. Aber ja, ich meine, das ist ja mein Vorteil, ne? Und von daher, dann haben die auch, ich habe die anderen Interviews gesehen, ich habe gewusst, ich bekomme den Award. Dann habe ich mir die anderen Interviews angeschaut, dann habe ich gesehen, die haben irgendwie 800 bis 1000 Klicks. Und dann sitzen die da im Büro und die reden halt über den Markt und dachte so, ach Gott, das ist ja stinkend langweilig. Dann habe ich denen auch gesagt, komm, wir gehen in die Immobilie, die ich verkauft habe, weil die ist so geil und die ist wert, es zu zeigen. Und machen dann richtig geil. Und dann frag mich auch nicht das, sondern frag mich das und frag mich das. Und habe halt auch so ein bisschen versucht, in Richtung Mindset zu gehen und Marketing und Social Media und Self-Marketing und Verkaufsstrategien und so weiter und so fort. Und das hat jetzt irgendwie schon 6-mal mehr Klicks wie alles andere. Ja. Und denkst du, what the fuck? Ja. Und es fängt damit an, der erste Schritt ist, du verlierst gegen deine Unbekanntheit. Ja. Und was du schaffen kannst und wo ich auch gerne helfe, ist, dass wenn jemand in Deutschland sagt, ich habe viel Geld, ich möchte in Dubai investieren, welchen Makler frage ich an? Und dass die nicht überlegen, welchen Makler frage ich an, sondern wie komme ich in die Nummer von Daniel? So Daniel, jetzt sind wir? Jetzt sind wir Hillside, ein neues Villa-Projekt direkt am PGA Golf Course. Das ist ja das Finale der PGA Tour, der Golf Tour, wo da der Weltmeister am Ende der Tour gekürt wird. Und das Finale findet direkt auf der Rückseite des Gebäudes hier statt. Jetzt haben die hier 20 Villen hergestellt, die alle in einem super modernen Design sind und die sind gerade zum Verkauf. Und das wird dir hundertprozentig gefallen, mein Lieber. So, komm erstmal rein hier im Empfangsbereich. Da ist dann deine erste Gästesuite. Eine Gästesuite, wir gehen mal kurz gucken. Ist Auch wie nicht ganz schlecht, ne? wie ein Hotelzimmer, ne? Also wie 5-Sterne-Hotelzimmer. Wie aus dem Katalog hier. Ne? Ja, sehr, sehr schön. Jetzt kommt das Highlight des Raumes. Für mein Verständnis ist das offene Homeoffice mit dem Blick auf den PGA Golf Course mit einem Private Pool, overlooking die Seating Area, Dining Area, die offene Küche auf der rechten Seite. Und ich liebe einfach Interior Design und wie die es gemacht haben. Und das ist einfach wirklich, du kannst fast nicht besser leben wie die 2-3 Sachen. Ich zeige dir wirklich das Peak von Dubai Real Estate. Also das ist Homeoffice hier, ja? Ich weiß nicht, wie dein Homeoffice aussieht. Ich habe keins, ich sitze mit dem Notebook am Küchentisch, aber das wäre schon eine Alternative. Und die Steps? Ja. Die Steps sind natürlich beleuchtet, ne? So, bist du auch abends im Dunkeln. Das ist natürlich auch mega hier, das Bücherregal. Das ist immer das Herz von so einem Wohnzimmer, ne? So ein riesen Bücherregal. Das Raubteile aber. Ja. So schön zwischen Sitting Area, Family Area, Dining Area. Sorry, ich habe immer diese englischen Begriffe. Ist alles gut, kannst du weiter Ich weiß beibehalten? teilweise gar nicht, wie die deutschen Begriffe. Kannst du weiter beibehalten. So.
Ich finde es ziemlich weit draußen. Wie weit ist das draußen? Wie weit ist es weg von Downtown? Ja, wir sind jetzt in der Mitte von dem Golfkurs praktisch. Also direkt auf der anderen Seite ist auch das Clubhouse. Ja. Das heißt, um uns herum ist halt ein 18-Loch PGA Golfkurs. Und den muss man erstmal außen rumfahren, dann eben reinfahren. Das wartet so 10 Minuten, was wir gebraucht haben, allein an die Location zu kommen. Aber wenn du eben hier bist, bist du natürlich in einem Dream der Traum, also der True kommt. Ja. Okay, so, das hier ist dann Mittagessen. So, das wäre mein Homeoffice. Dann nochmal auf die Küche. Genau, aber das ist auch wieder Show-Cooking, ne? Nehme ich an? Ja, ja. Achte drauf, Auf, ist zu heiß. Nein, gerne mal raus. Mal schauen. Das ist dann das Fernsehzimmer, ne? Wenn nebenan das Wohnzimmer ist, ist das das Fernsehzimmer. Wenn du hier vorne rüber schaust, siehst du das ganz viele Löcher da unten. Also, was du jetzt nicht mitbekommst, ist, es riecht nach frisch gemähter Wiese. Und das in der Wüste, das ist schon geil. Das ist schon geil. Ich gehe einmal da rüber. So, hier kann man dann abends mit den Freunden sitzen. Oder da drüben. Wahnsinn. Allein die Deckenhöhe jetzt im Erdgeschoss. Keine Ahnung, 5 Meter oder so. Wahnsinn. Deckenhöhe, 5 Meter, 4 Meter? Mindestens 5 Meter. würde ich Mindestens sagen, 5 Meter. Das ist natürlich schön, ne? 5 Meter Deckenhöhe. Wow. Ja, super. Gefällt mir gut. Allein schon wegen der Deckenhöhe. So, dann kommen wir gleich hin. Dann zeige ich dir mal noch das Highlight des Hauses. Warte, ich glaube, da können wir die Steps nehmen in die Männer Area. Hier haben wir ein Showparking. Ja, das ist eine Tiefgarage, die aber gleichzeitig dient als Showroom für deine Supercars. Klimatisiert, Platz für 8 Autos. Besser geht's nicht. Also nochmal, du hast unten im Keller eine Tiefgarage für 8 Autos und die ist auch noch klimatisiert. Alle haben Steckdosen, weil natürlich jeder Ferrari, wenn du den parkst, dann kannst du den nicht einfach parken, der muss ja an die Steckdose. Und dann hast du hier genügend Platz. Hier kommst du reingefahren und dann kannst du dein Auto auch adäquat deinen Freunden präsentieren und sagen, schau, Komm, mein neuer genau. Kannst du mit den Freunden dann Billard spielen da drüben und währenddessen kannst du rausgucken auf deinen neuen 911er oder was immer du dann hast. So. Dann hast du hier noch so eine Chill-Out-Area. Dann hast du natürlich deine schöne Bar. So Drinks mixen. Ein bisschen Pool. Und das hier wird dir auch besonders gut. Oh, das ist jetzt der Hammer, was jetzt kommt, oder? Ja. Das hier heute ist ein 8-Seater Cinema. Du kannst die Sitze hier schön rausfolgen, dass du wie auf dem Bett liegen kannst, wenn du First Class sitzt. Hey, wie geil ist das? Ein eigenes Cinema. So geil. Wahnsinn, ne? Ja. Home Cinema. Ja, Und was für eins. und was für eins. Alright. Alright. Wir fahren jetzt aus dem Untergeschoss ins Bedroom rein mit dem eigenen Aufzug. So geil, ne? Kommt später alles bei YouTube als langes Video. Lohnt sich. YouTube-Kanal abonnieren. Lohnt sich. Swipe up. Alright. Und hier bist du dann auch schon. Watch out. So. Hier bist du auch schon in deiner ganz privaten Suite. Das hier ist kein Schlafzimmer, es ist eine Private Suite, das ist deine Master Suite. Das heißt, das ist nochmal eine separate Terrasse, eine Dining Area, hier hinten hast du nochmal eine kleine Küche, falls du dir was warm machen willst. So,
So, hier haben wir den PGA Golf Course. Ah ja, da sieht man den Golfplatz. Und als Golfer kannst du von deinem Bett aus direkt auf den Golfplatz gucken. Das ist auch ein nettes Schlafzimmer. Ja? Wow. Da ist die Wüste. Alles grün und alles blau, das ist faszinierend, wie es entspannt halt. Komm ich da ganz Bathroom. Und natürlich deine eigene kleine private Badewanne. Hammer, oder? Dusche ist auch ganz nett. Wahnsinn. Unglaublich, ne? Ja, also unten gibt es auch noch eine Bedrooms, aber die sehen alle. Also es gibt 4 Stockwerke insgesamt. Also das ist nochmal das erste Stockwerk und das Ground und ganz unten ist der Keller. Und nach unten das Gäste-Bedroom. Das heißt, du hast 6 volle Schlafzimmer mit 6 eigenen Badezimmern plus noch ein Gäste-Badezimmer. Also da wird mich vielleicht gerade nicht geklotzt, ne? Viele Engländer haben jetzt hier gekauft. Das ist coole Leselampe, ne? Wenn du dann abends im Bett liegst mit dem Buch. Das ist so cool. Ja, wirklich. Auch schönes Design wieder hier rausgesucht, ne? Besonders so cool, weil die furnischen alles, das heißt, du kannst dir das auch vorstellen. Ja, du kriegst so eine Vorstellung, wie groß, was passt hier rein, wie kann es aussehen. Ja, sonst läufst du durch leere Räume und Genau. so ist schon super. Das ist auch wie der Andrew gesagt hat, dass dann die meisten Leute auch sagen, ich habe gar keine Zeit, also machen wir es so oder so ähnlich. Ja. Ich bin in 6 Wochen wieder da und dann ist es fertig. Ja. Und das machen dann auch die meisten Leute. Ja. Brauchst nur noch deine Bilder. Ja, genau. This is the assistant of Daniel. Hi. Hi. And he is the Kamerakind now. Thank you. I'm getting a present. Yes. Mehr Wow. als 500 Seiten sind das. That's bigger than it was looking on. Ja, und schwerer und Yes. Oh, viele der persönliche Mittel. Ja, natürlich. Das ist ja geil. Natürlich. Sehr gerne. Geiler Typ, vielen lieben Dank. Sehr gerne. Ich hoffe, du hast einen CD-Player im Auto. Auf jeden Fall. Hast du? Dann hast du jetzt hier, warte mal, 15 Stunden meine Stimme. Ein Arbeitstag. 15. Willst du nicht. So, zweite Property, zweites Objekt. 39 Minuten Video. Der Kameramann scheidet jetzt aus. Der hat einen Anschlusstermin und wir fahren jetzt auf die Palme und werden auf der Palme weiterdrehen und da gibt es dann das dritte Objekt, was ich zu sehen bekomme. Und Palme ist mein Favorit, weil Palme hast du Privatstand. Es ist immer 2 Grad kühler als anderswo in Dubai. Und ich kann vor allen Dingen Stand-Up-Paddling machen. Das geht da gut. Wobei das ging jetzt im ersten Objekt auch. Ne? Da kann man die Marina lang fahren. Würde auch gehen. Aber alles cool. So, weiter geht's. Auf dem Weg ins nächste Objekt und wir haben 43,5 Grad. Schattig. Drittes Objekt des Tages. Und das ist mega exklusiv, aber wir sind hier noch auf einer Baustelle. Siehst du? Aber oben die Musterwohnung, die ist fertig und die ist beeindruckend. Da fahren wir jetzt hin. Schauen wir uns an. Genau. So, das ist eine Elevator-Lobby hier. Hier kommst du im Aufzug aus deiner privaten Lobby. Du parkst dein Auto, du parkst nicht, du gibst es ab und dein Concierge parkt es für dich auf einem von deinen 5 Parkplätzen, die du da mitbekommst. Du hast nur 2 Apartments pro Stockwerk. Und welcome to heaven, sage ich mal nur. Das ist mein absolutes Lieblingsobjekt. Und ich habe auch schon 2 davon verkauft, einen noch unter Offer. Und das ist ein absoluter Traum. Penthouse in einem 5-Sterne-Hotel direkt am Meer. Unglaublich. Life Goals.
Das gar nicht mal so teuer. Das ist natürlich jetzt auch geil hier mit dem Ausblick. Ja. Ich gebe zu, wir waren im Februar schon mal hier und das Apartment hat mich damals völlig geflasht. Einfach weil so viele Details da auch sind. Ne? Also Details wie, guck dir mal an, wie hoch die Türen sind oder Leder auf den Türgriffen. Ja, ist einfach Wahnsinn. Wahnsinnsausstattung. So, nebenan wird auch noch gebaut. Aber man sieht das Atlantis, das ist das Kempinski nebenan. Unglaublich, oder? Unglaublich schön. Hier, offenes Feuer. Das ist wieder Show-Cooking, ne? Hier macht keiner was. Da lässt sich die Bedienung irgendwie rausfahren hier, ne? Da kommt irgendwie so ein Display raus. Ja, das ist der neueste Trend von Küchendesign, dass du hier nicht mehr so eine Dunstabzugshaube hast, die da von oben runterhängt, wie so ein Karren, sondern es tut dann schön edel von unten nach oben fahren und den Dunst praktisch abziehen wie so ein Staubsauger. Und dann landet das alles hier und geht dann wieder elegant nach unten rein. Auch kratzfester Marble hier, kannst du mit dem Schlüssel drüber gehen, kannst du klar wieder abwischen, das ist alles Mega. nur das Beste vom Besten. Ja. Und jetzt, die wirkliche Küche ist jetzt da hinten. Genau, wenn du Genau. dich kochen willst, Hallo. hier Gas geben. Ja, everything's fine, thank you. Thank you. Genau, hier, das ist jetzt für die Maid und das ist der Waschraum und Bügelraum. Und die Maid hat einen eigenen Eingang hier. Ja, also das ist eben alles für die Maid. Und die Maid hat hier halt ihr Reich, ne? Ihre Küche. Das ist das Schlafzimmer. Das ist der absolute Traum. Und zwar haben wir hier 4 Schlafzimmer total. Das Gäste-Suite da vorne. Hier hast du nochmal 2 kleine. Und das ist dann die Master-Suite wieder. Und hier mit diesem Walk-in-Dresser. Amerikanische Eiche überall auf dem Boden verbaut. Hier haben sie schön die Rolex noch hingelegt, aber die ist fake. Zum Glück, ja, zum Glück. Jetzt wissen wir endlich, wofür Fake-Uhren gemacht werden, ne? Für Display. Yves Saint Laurent Taschen. Ja. Alles fake, kannst du kaufen für 20 €. Ein Traum von einem Badezimmer. Ein Traum. Master Bedroom. Master Bedroom. Sehr, sehr schön. Jetzt gehen wir was essen. Das haben wir uns auch gut verdient. Und jetzt goodbye. Und ich hole mir noch ein paar gute Tipps. Ein paar gute Insider-Tipps zu Dubai. Herzlich willkommen. Ich bin Dirk, das ist Daniel. Daniel ist der erfolgreichste Immobilienmakler in Dubai im Juli gewesen, Juli 2018. Daniel ist ein außergewöhnlicher Typ und du lernst ihn jetzt kennen. Wir werden mehrere Videos machen. Es ist wirklich beeindruckend,